22. Februar 2095. Um 17:23 Uhr meldete TRP Robert Plyer, der die Verfolgung eines von TFC Jake Price flüchtenden Fahrzeugs fortsetzte, dass das Fahrzeug auf dem Highway 70 in Richtung Galloway fuhr. Ein weiterer Beamter, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Interstate 40 West befand, fuhr über die Ausfahrt Galloway, Meile 141, auf den Highway 391 in Richtung der möglichen Kreuzung. Das verdächtige Fahrzeug änderte jedoch genau in diesem Moment seine Route und bog auf dem Highway 389 nach Norden ab. Das Verfolgungsteam nahm die Verfolgung auf und beobachtete das Fahrzeug. Das verdächtige Fahrzeug erreichte eine Geschwindigkeit von 80 Meilen pro Stunde, überholte andere Fahrzeuge sowohl auf den Abbiegerspuren als auch auf dem Seitenstreifen und fuhr auf den Interstate 40 West, wo es eine Geschwindigkeit von bis zu 140 Meilen pro Stunde erreichte. Wenn du echte Polizeiberichte und adrenalingeladene Verfolgungsjagden liebst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. 2 neue Videos erwarten dich jede Woche. Das Fahrzeug setzte seine gefährliche Fahrt fort und missachtete dabei den Verkehr und die Bürger. Aus diesem Grund wurde in der Nähe der 155-Meilen-Marke ein TVI-Versuch unternommen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, der jedoch fehlschlug. Das verdächtige Fahrzeug setzte seine Flucht fort und schlängelte sich zwischen den anderen Fahrzeugen hindurch. Die 4. TVI-Maßnahme an der Kreuzung Broadway und Phillips Street war erfolgreich. Das Fahrzeug drehte sich im Uhrzeigersinn, schleuderte auf eine Rasenfläche und prallte gegen eine Bank und einen Mülleimer. Das Fahrzeug rutschte rückwärts und wurde durch den Aufprall auf eine große Werbetafel vollständig zum Stillstand gebracht. Der Fahrer Dominic Copenhaver und die Beifahrerin Razia Singh wurden am Unfallort ohne Widerstand festgenommen. Während der TVI wurde die Beifahrertür des Einsatzfahrzeugs leicht beschädigt. Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vorfall waren nicht erforderlich.
Kurz nach Mitternacht um 00:33 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter, der in südlicher Richtung auf der I-49 in der Nähe der 68-Meilen-Markierung wartete, dass das Rücklicht eines schwarzen Cadillac Sedan defekt war. Um das Fahrzeug zu stoppen, das nicht anhielt, sondern weiter beschleunigte, führte der Polizeibeamte eine TVA-Intervention durch. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und fuhr auf den Mittelstreifen. Doch der Fahrer konnte die Situation wieder unter Kontrolle bringen und fuhr auf der östlichen Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung weiter. Kurz darauf überquerte er erneut den Mittelstreifen und kehrte auf die westliche Fahrbahn zurück. I didn't understand what you said. Nobody cares. Northbound 49 from exit 61, this car's toward northbound. That 49 heading northbound, that's from 61. Northbound on the southbound way. Negative, we're driving the correct way now. Northbound approaching the 62, speed 135. That's 4 northbound, approaching 62. Northbound from 62. That's 4 northbound from 62. Die Verfolgung wurde auf der I-49 in nördlicher Richtung wieder aufgenommen. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt mit gefährlichen Manövern im Verkehr fort und erreichte eine Geschwindigkeit von 140 Meilen pro Stunde. Nach der Ausfahrt 65 wechselte Tapia Phipps in das zweite Fahrzeug und übernahm die Funkkommunikation. Northbound from the 64. Northbound from 64. Light traffic, speed 140. That's 4 light traffic, speed 140. On the second. Northbound speed 140. No traffic. 41, I'll probably come to catch up in these curves up here at the 67 when we stays north. I'm going to get into TBI there. Yeah, Mark. I'm going to try to set the spikes about 70. Hold on, 43, they went northbound, 67, they're coming towards you. Northbound approaching the 69, speed 130, no traffic. Northbound 69, no traffic. Speed 140, light traffic, approaching 69. You got spikes from 70? Underneath walking. 10-4-41, I'll take it from you a little ways back there. We're approaching the 70.
Als sie sich der Ausfahrt 70 näherten, bereitete TFC Marshall Hill an dieser Stelle einen Spike-Strip-Reifenpanzer vor. Während das Fahrzeug auf der inneren Fahrspur fuhr, wurde der Spike-Strip erfolgreich platziert und viele Reifen des flüchtenden Cadillacs wurden zerstört. I can't tell if I got good hit or not. Passenger 70, speed 140, light traffic. 10 northbound, 17 light traffic. 72 correction. Got tires going flat, tires going flat. Sorry for my doing foot bell. Get up here, 41. Als das Fahrzeug langsamer wurde, wurde südlich der Ausfahrt 73 ein zweiter TVI eingesetzt. Mit diesem Manöver wurde das Fahrzeug gestoppt und die Flucht von TAP Phipps beendet. Der Fahrer Michael Dorsey und sein Beifahrer wurden festgenommen. Michael gab an, während der Flucht verletzt worden zu sein und behauptete, das Gaspedal habe sich verklemmt. Daraufhin wurde er in das Northwest Medical Hospital in Springdale gebracht. Nach der Untersuchung wurden keine Verletzungen festgestellt und der Verdächtige wurde nach Washington County überführt, wo ihm die entsprechenden Anklagen vorgeworfen wurden. Die weibliche Beifahrerin gab an, unverletzt zu sein und keine medizinische Hilfe zu benötigen. Eine gefährliche Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit auf der Interstate 40 begann damit, dass zwei graue Tesla-Fahrzeuge vor Polizeibeamten flohen. Die Verfolgung wurde vom Sheriff von St. Francis County in der Nähe der 200-50-Meilen-Markierung eingeleitet. Ein Beamter der Arkansas State Police versuchte bei Meilenstein 244 einen Nagelstreifen auszulegen, konnte jedoch aufgrund des dichten Verkehrs und der hohen Geschwindigkeit der Verdächtigen nicht eingreifen. Der Verdächtige fuhr mit aggressiven Manövern zwischen den anderen Fahrzeugen hindurch und überfuhr die von der Polizei von West Memphis unter der Ingram Street Überführung platzierten Nagelbänder. On the shoulder, East 40. Trotz der Beschädigung seiner Reifen setzte er seine Flucht fort. Hold traffic, hit it. Der erste TVI-Manöverversuch in der Nähe der 280-Meilen-Marke schlug fehl. Auch beim zweiten Versuch an der Auffahrt 281 verlor er nicht die Kontrolle über das Fahrzeug. Yeah, wait. I got it, busted that tire.
Als jedoch die 283-Meilen-Marke erreicht war, schleuderte das Fahrzeug nach dem Manöver gegen eine Betonbarriere und drehte sich. Das Fahrzeug kam abrupt zum Stehen und raste dann auf das Polizeifahrzeug des Beamten zu. Die Front des Tesla prallte gegen die linke Heckseite des Polizeifahrzeugs, wodurch das Fahrzeug des Beamten gegen die Metallbarriere geschleudert wurde. Anschließend versuchte der Verdächtige erneut mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen. An diesem Punkt wurde das Fahrzeug schließlich durch eine von TFC Hess angewandte Zwangsmaßnahme gestoppt und die beiden Verdächtigen konnten problemlos am Tatort festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden auf dem Beifahrersitz in einer kleinen schwarzen Tasche eine geringe Menge Marihuana und eine digitale Waage gefunden. Taylor, der auf dem Beifahrersitz saß, wurde wegen Besitzes von Marihuana und Drogenutensilien angeklagt. Der Fahrer Williams wurde neben denselben Straftaten auch wegen fahrlässigen Fahrens, Fahrens ohne Versicherung, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Flucht und schwerer Körperverletzung angeklagt. Williams gab an, dass das Fahrzeug von seinem Cousin über die Turo-App gemietet worden sei und er für $500 nach Dallas gefahren sei, um dort seinen Geburtstag zu feiern. Er erklärte, dass er das Fahrzeug selbst nicht mieten konnte, da er das Mindestalter von 25 Jahren nicht erfüllte. Trooper Jacob Bird von der Arkansas State Police kombinierte Technologie und taktisches Geschick, um einen Audi zu stoppen, der mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Als Bird während der Verfolgung bemerkte, dass der Audi schnell davonfuhr, warf er aus seinem speziell ausgerüsteten Fahrzeug einen GPS-Tracking-Dart ab und traf das flüchtende Fahrzeug. Auf diese Weise konnte die aktuelle Position des Fahrzeugs live verfolgt werden und die Verfolgung wurde in Abstimmung mit anderen Teams fortgesetzt. Kurz nachdem das Fahrzeug verfolgt wurde, entschied man sich, anstelle einer direkten Intervention eine Lenkungstaktik mit dem Pfeil zu wählen, um riskante Manöver zu vermeiden. Sie sehen den Moment, in dem der GPS-Pfeil das Fahrzeug trifft.
Und die technologiegestützte Operation der Arkansas State Police fand in den sozialen Medien große Resonanz. Der von Byrd eingesetzte Verfolgungsdart ging als eindrucksvolles Beispiel für die Zukunft moderner Polizeitaktiken in die Geschichte ein. Der Fahrer fuhr an den für Straßenarbeiten aufgestellten Absperrungen vorbei, überholte einen LKW auf der rechten Seite und begann sich abzusetzen. He's nowhere outside the way. Turning west. He's going to the south. We're turning left onto. Der Fahrer hatte einen Vorsprung herausgefahren, aber die Polizei, die ihn anhand der GPS-Daten verfolgte, brachte den Audi durch eine kontrollierte TVI-Maßnahme an einer geeigneten Stelle von der Straße ab. Das Fahrzeug wurde sicher angehalten, ohne dass jemand verletzt wurde.